Die Schalen und die Abschnitte vom Gemüse einfach in den Biomüll schmeißen? Nein, wir kochen uns eine leckere Gemüsebrühe daraus. Hallo, ich darf euch ganz herzlich begrüßen hier bei Erikas Selbstgemacht. Aus diesem leckeren Gemüse habe ich ein Gemüsesuppenpulver selber hergestellt. Die Gemüseabschnitte und die Schalen wollte ich jedoch nicht wegwerfen. Daraus habe ich noch eine kräftige, leckere Gemüsebrühe eingekocht. Die Gewürze und die Gemüseabschnitte, die ich verwendet habe, könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal in Ruhe nachlesen. Die Gemüsebrühe ist eine tolle Grundlage für eine leckere Gemüsesuppe. Ihr könnt alles hineingeben, wie zum Beispiel Karottenschalen, die Schale von der Petersilienwurzel, die Schale von den Pastinaken, die Abschnitte. Gebt alles hinein, schmeißt nichts weg. Den Wurzelansatz von den Frühlingszwiebeln, und die nicht so schönen Spitzen. Das gleiche beim Lauch, den Wurzelansatz, den geben wir auch hinein. Und die äußeren Blätter gebe ich gut gewaschen auch dazu. Der Wurzelansatz vom Staudensellerie darf auch hinein. Und Zwiebelschalen. Dieses gibt der Gemüsebrühe nicht nur einen tollen Geschmack, sondern auch eine wunderschöne gelb-braune Farbe. Was darf in einer Gemüsebrühe auf gar keinen Fall fehlen? Natürlich Sellerie. Die Schalen vom Sellerie gebe ich auch dazu. Normalerweise braucht man Bio-Ingwer ja nicht schälen, aber da ich ja vorhabe, eine leckere Gemüsebrühe daraus zu machen, schäle ich ihn und gebe die Schalen dazu. Und noch etwas Knoblauch gebe ich auch hinein. Alle gesammelten Gemüseabschnitte werden jetzt noch einmal gründlich gewaschen. Alle Gemüseabschnitte gebe ich jetzt in einen hohen Topf hinein. Anschließend gieße ich das Gemüse mit Wasser auf, so dass alles bedeckt ist. Das Gemüse sollte im Wasser schön schwimmen. Dazu kommen jetzt 2 Lorbeerblätter, 2 Nelken, 4 Pimentkörner, ca. 10 Pfefferkörner, einen Teelöffel Salz, ein wenig frisch abgeriebene Muskatnuss, und einen Teelöffel Liebstöckelsalz. Das habe ich selbst hergestellt. Ich verlinke es euch. Ihr könnt aber auch getrockneten Liebstöckel verwenden. Anschließend verrühren wir alles gut miteinander. Dann geben wir den Deckel darauf und jetzt kommt der Topf auf den Herd. Bei geschlossenen Deckel lassen wir jetzt das Gemüse auskochen für ca. 30 bis 90 Minuten. Meine Gemüsereste durften jetzt für 60 Minuten vor sich hin kochen. Je länger ihr das Gemüse auskochen lässt, umso gehaltvoller wird eure Brühe.
Die Gemüsebrühe dann abschmecken. Meine war so lecker und das alles nur aus Gemüseabschnitten, das man sonst auf den Biomüll geschmissen hätte. Die fertige Gemüsebrühe wird jetzt noch abgegossen. Nehmt dazu ein feines Haarsieb und gießt die Brühe ab. Noch ein wenig abtropfen lassen und das bleibt jetzt über. Das kann jetzt weggeschmissen werden. Die Gemüsebrühe ist jetzt eine herrliche Grundlage für eine leckere Gemüsesuppe. Die Gemüsebrühe könnt ihr jetzt einmal komplett auskühlen lassen und für 2 bis 3 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Oder ihr könnt sie einfrieren. Bei 18 Grad minus ist sie dann für 3 Monate circa haltbar. Oder gleich verwenden. Ich habe an dem Tag noch eine leckere Gemüsesuppe daraus gemacht. Und den Rest, den habe ich dann noch eingekocht. Dazu die Gummi, die Deckel und die Gläser einmal für 10 Minuten abkochen. Gebt etwas Essig hinein, dann werden die Gläser nicht trüb. Dann die Suppe abfüllen. Ich gebe sie dazu in einen sterilisierten Messbecher hinein. Und fülle sie in die Gläser ab. Das Glas nun fest verschließen, mit dem Deckel, den Gummi und die Klammern. Achtet darauf, dass der Gummi gut sitzt. Und gegenüberliegend verschließen wir dann das Glas. Um die Suppe jetzt lange haltbar zu machen, koche ich sie noch für 1 Stunde bei 100 Grad ab. Die Suppe ist jetzt für circa 1 Jahr lang bei guter Lagerung haltbar. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Aus Gemüseresten und Abschnitten eine leckere Gemüsebrühe, aus der ihr so viel machen könnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt's gesund. Bis zum nächsten Mal hier bei Erika Selbstgemacht. Servus.